Guten Morgen. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich bin in England unterwegs im Lake District und bin heute auf dem Weg hoch zum Scafell Peak, der höchste Berg hier in England. Ich habe jetzt Halt gemacht hier auf einer Schulter, um ein paar Bilder zu machen. Die Sonne geht gerade auf. Ich kann sie jetzt noch nicht sehen, aber die Gipfel sind jetzt schon teilweise hier in Licht getaucht. Herrliches Szenario. Ich habe auch schon ein paar Bilder gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt noch weitergehe. Der Platz, der ist schon wirklich gut. Hier kann man schon ein paar ordentliche Bilder machen. Ich habe gerade eine schöne Timelapse gestartet. Die blende ich euch mal eben ein. Ja, um den Sonnenaufgang hier oben mitzuerleben, bin ich heute Morgen 4 Uhr los. Habe ungefähr 1,5 Stunden gebraucht bis zu diesem Punkt. War gerade so richtig zum Sonnenaufgang. Ich bin erst einmal so ein bisschen wieder Richtung andere Seite zum Tal gegangen. Ich habe da eigentlich auf einen besseren Ausblick gehofft, auf den Westwater. Aber das war leider nicht der Fall. Da muss man noch weiter rumgehen. Das wollte ich nicht mehr, weil ich wollte mehr Richtung Scafell Peak. Ja, diese Gegend schreit geradezu danach, mal darüber zu reden, welche Schritte brauche ich eigentlich, um zu einem wirklich guten Landschaftsfoto zu kommen. Also ich meine nicht ordentlich, sondern richtig gut. Sowas fürs Portfolio. Also der erste Schritt ist natürlich, dass ich in eine Landschaft gehe, die nicht langweilig ist. Das muss nicht immer hier Lake District sein. Das kann auch durchaus bei euch zu Hause sein. Aber ihr müsst schon was vor Augen haben, was auch wirklich ein gutes Foto geben kann, wo die Gegend es wert ist oder das Motiv es wert ist, es zu fotografieren. Also nicht in langweilige Gegenden gehen. Schritt 1. Ja, der zweite Schritt zu einem guten Foto ist, denkt über die richtige Zeit nach. Also zum einen die Jahreszeit. Passt die Landschaft, die ihr euch ausgesucht habt, zu der Jahreszeit, die wir gerade haben? Oder braucht ihr da eher den Frühling, den Herbst oder vielleicht auch den Winter? Braucht ihr vielleicht blattlose Bäume, um was ganz Minimalistisches zu machen? Also denkt über die Jahreszeit nach und dann natürlich genauso wichtig über die Tageszeit. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, braucht ihr harsches Licht. Also nicht einfach zufällig losfahren, um dann zu merken, ja, war leider die falsche Tageszeit. Das Licht muss stimmen. So, Schritt 3. Wir sind in einer nicht langweiligen Landschaft. Wir sind zur richtigen Jahres- und Tageszeit da. Und jetzt heißt es nicht einfach zack, großes Kino fotografieren, sondern konzentriert ein Motiv aussuchen. Wenn man später das Bild sieht, muss klar sein, was hier das Hauptmotiv ist. Eine gute Hilfe dabei ist immer, versucht dem Bild einen Namen zu geben. Dann merkt ihr sofort, wenn ihr da nichts findet, Griffiges, dann stimmt da irgendwas nicht. Also Auswahl von einem starken Motiv. Schritt 4. So, ihr habt das Motiv ausgesucht und jetzt geht an die Bildkomposition. Überlegt, welche Brennweite wollt ihr benutzen, also welche Bildwirkung wollt ihr erzielen und noch wichtiger, was soll ins Bild und was soll nicht ins Bild. Guckt euch wirklich ganz genau an, was ihr da im Display habt. Und soll das so rein? Wirkt das? Ist das ausgewogen, das Bild? Gibt es irgendwas, was auf das Motiv hinführt, führende Linien? Das muss nicht so sein, aber ihr sollt über solche Sachen halt nachdenken, bevor ihr auf den Auslöser drückt. Weil zufällig entsteht selten ein gutes Bild. Schritt 5. Es klang schon an bei den Zeiten, Licht.
Licht, 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 das ist alles. Euch nützen die ganzen Schritte, die ihr vorher erfüllt habt, nichts, wenn ihr nicht das richtige Licht habt. Es muss zur Szene passen, sei es, ihr habt hellblauen Himmel und harsches Licht oder ihr habt das weiche Morgenlicht oder blaue Stunde. Es muss zum Motiv passen und ihr braucht das richtige Licht. Wenn ihr einen dullen Himmel habt, konturlose Wolken, dann gibt es natürlich Szenen, zum Beispiel im Wald, die passen da ganz gut zu, aber zu vielen anderen Landschaften passt das dann halt nicht. Und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, das wird da nichts. So, Schritt 6. Dafür werden mich wahrscheinlich einige wieder steinigen, aber tatsächlich ist es so, die Ausrüstung ist tatsächlich wichtig. Ihr müsst so eine Ausrüstung haben, die auch vernünftige Bilder machen können. Euch nützen die ersten 5 Schritte nichts, wenn ihr irgendeinen Gurkenapparat habt, mit dem ihr das nicht abbilden könnt, was ihr machen möchtet. Das heißt aber auch zum Beispiel, wenn ihr länger belichten wollt, braucht ihr vielleicht ein Stativ oder ihr braucht Filter oder ihr braucht halt die richtige Brennweite. Also Ausrüstung zählt schon. Es ist dann egal, ob ihr die beste Nikon, die beste Canon oder Fuji oder Sony habt oder was es auch immer gibt. Und es muss auch nicht immer die beste sein, ganz klar. Aber es muss schon eine vernünftige Ausrüstung sein. So, wenn ihr diese 6 Schritte erfüllt, dann habt ihr alle Zutaten, um ein richtig gutes Landschaftsbild zu machen. Ja, dann zur Zeit gehört natürlich auch dazu, auf den richtigen Moment zu warten. Es ist utopisch anzunehmen, man kommt an seinen Spot an, baut die Kamera auf, macht alles andere, was ich jetzt erklärt habe, mit Motiv, Bildgestaltung, drückt drauf, wusch, das war's. Das wäre ja schon ein enormer Zufall. Also an diesem Punkt zum Beispiel hier, an dieser Schulter unter dem Scafell Peak, bin ich jetzt seit 1,5 Stunden. Und ich habe wirklich alle Lichtsituationen mitbekommen, die so ein Morgen eigentlich hergeben kann. Die blaue Stunde, wo der Vordergrund sehr dunkel ist. Dann die aufgehende Sonne, es wird langsam in goldenes Licht getaucht. Und dann immer die einzelnen Spots auf den Bergen. Und man hat ständig andere Situationen. Dann ziehen Wolken rein und es geht gar nichts mehr, wie jetzt zum Beispiel. Also man muss schon die Geduld aufbringen, an so einem Ort dann wirklich mal stehen zu bleiben, 1, 2 Stunden und auf das richtige Licht zu warten. Dann mache ich natürlich auch mehrere Bilder, weil ich weiß ja nicht, wie die Situation vom Licht her in 30 Minuten ist. Das heißt, wenn zwischendurch eine Situation für mich ansprechend ist, dann drücke ich natürlich auf den Auflöser. Auslöser, nicht Auflöser. Ja, ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele, wie ich von einem Punkt aus jetzt über den Morgen mehrere Bilder gemacht habe, wo halt immer besseres Licht nach und nach entsteht, dann ist es aber auch wieder schlechter wird, so dass ich am Ende aber irgendwann ein gutes Bild im Kasten habe. So, ich habe hier mal einen Vergleich von 4 Bildern vorbereitet. Und zwar fangen wir an oben links und das Bild ist von 6:16 Uhr und man kann hier sehen, dass die Sonne noch nicht richtig reinkommt. Der Vordergrund ist noch sehr dunkel und liegt eher in den Blautönen noch. Es wirkt noch sehr kühl. Und einzig hier oben haben wir einen etwas wärmeren Lichtstrahl. Die Sonne kommt so ganz eben hier rein und ein erstes zartes Licht. Dieses Licht ist natürlich nicht falsch oder richtig, sondern es muss zu dem passen, was ich als Bild gerne haben möchte. Wenn ich genau das ausdrücken möchte mit meinem Bild, das heißt einen kühlen, frühen Ton und mit der gerade erscheinenden Sonne, dann wäre diese Lichtsituation natürlich jetzt genau richtig. So, gehen wir einfach mal weiter. 12 Minuten später kann man sehen, jetzt kommt schon deutlich mehr Sonne in das Bild. Die Töne werden sofort viel, viel wärmer und die ganze Szene sieht jetzt ganz anders aus. Und jetzt habe ich natürlich auch einen ganz anderen Bildeindruck. Und nur 1 Minute später
kommt in die gleiche Szene dieses Schäfchen und bildet nochmal das i-Tüpfelchen. Das Schaf ist zwar hier auf diesem zweiten Bild auch zu sehen, aber noch nicht so in der richtigen Position. Und hier ist es auf dieser kleinen, ich sag mal, Halbinsel und wird schön eingerahmt. Das ist nochmal ein kleines Bonbon hier für diese Szene. Ja, dann nochmal 3 Minuten später sind wir hier, 6:31 Uhr. Das Schaf ist aus der Szene rausgelaufen, aber der Ton ist jetzt nochmal wärmer geworden. Wir haben hier einen richtig hellen Schein drin und hier auch nochmal auf dem Berg. Der war vorher auch schon da, aber das ist jetzt nochmal dazugekommen. Auch die Kuppe hier wird jetzt schon stärker angeleuchtet. Also insgesamt nochmal eine Verschiebung mehr in den Rottonbereich, weiche Farbtöne. Ja, und was man hier sehen kann, ist, dadurch, dass wir hier einen hellen Lichtfleck im Himmel haben, genau diese Achse spiegelt sich hier in diesem kleinen Teich und dadurch wirkt der Teich auch viel, viel heller als zum Beispiel hier in der linken Szene. Ja, das sind die Unterschiede, die alleine sich durch den Lichteinfall ergeben. Und wie eingangs erwähnt, man kann hier nicht von richtig oder falsch sprechen, sondern welche Bildidee möchte ich mit meinem Bild transportieren. Und da lohnt es sich halt schon mal ein bisschen länger auszuharren. Ja, ich bin jetzt mittendrin in der Suppe. Aber das geht wahnsinnig schnell. Es kann sein, dass es in 30 Sekunden die Wolken wieder weg sind. Hatte ich vorhin schon. Habe ich eine Timelapse zugemacht. Blende ich euch mal eben ein. War echt wirklich ein super Moment. So, ich bin jetzt am Sprinkling-Tarn. Das ist für mich der höchste Punkt meiner Wanderung heute. Der Wendepunkt geht jetzt gleich noch ein paar Meter da hoch und dann gehe ich am Derwent entlang wieder talwärts bis zum Campingplatz. Das Licht wird jetzt auch recht harsch, wie man sieht im Video. Wir haben jetzt auch 9 Uhr Ortszeit. Sonnenaufgang war vor 3,5 Stunden. Aber für mich ein herrlicher Morgen. Also neben guten Fotos und Videos habe ich mal das wieder machen können, was ich am liebsten mache. Ich bin halt draußen unterwegs. Und das war richtig angenehm. Auch, dass ich so früh los bin. Es war ja noch dunkel. Trotzdem so ein Rest Mondlicht, das reicht eigentlich, um den Weg relativ gut zu erkennen. Ich hatte am Anfang noch eine Stirnlampe an. Aber ich muss sagen, dieses Licht von der Stirnlampe, das stört fast mehr. Man kann dadurch zwar direkt vor sich den Boden relativ gut erkennen, aber die gesamte Umgebung nicht mehr. Und das Auge hat sich eigentlich relativ schnell an dieses Dämmerlicht gewöhnt. Wobei, das ist ja noch Nacht gewesen. Aber da es ja Sommer ist, ist es ja gar keine richtig tiefe, dunkle Nacht mehr. Man kann den Himmel auch schon immer so erkennen, sodass man ausreichend Licht hat, um auch hier in den Bergen zu wandern. Beim Abstieg entlang des Derwent habe ich noch einige schöne Szenen fotografieren können. Fing direkt an mit dem Schaf auf dem Gipfel. Das Thema, wie fotografiere ich außergewöhnliche Landschaftsfotos, habe ich in meinem Magazin zum Lake District ein wenig tiefer behandelt. Darin beschreibe ich unter anderem die Reisevorbereitung, den Reiseverlauf, meinen Fotoworkshop bei Stuart McLennan, welches Equipment ich so mitschleppe und. Mehr als 90 Seiten in Farbe und Schwarz-Weiß mit vielen, vielen Fotos aus dem Lake District.
Falls ihr Interesse daran habt, so findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Bei Vorbestellung bis zum 10. August 2023 erfolgt die Lieferung versandkostenfrei innerhalb der EU und dem Vereinigten Königreich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die paar Schritte, die zu einem guten oder außergewöhnlichen Bild in der Landschaft führen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen rauf da oder noch besser ein Abo, dann sehen wir uns regelmäßig wieder, falls nicht schon geschehen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.